Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ja, heute möchte ich etwas abtauchen. Ich will ein bisschen Struktur haben, weil ich will wieder auf meinen Stein und will das Meer sehen. Auf diese Reise freue ich mich jetzt und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, dann starten wir jetzt. Womit fange ich jetzt an? Also ich habe jetzt hier meinen Kleber. Hier ist nur noch so ein kleiner Rest drin. Der will nicht. Doch, also ja, einfach mal den Kleber rauf. Ach, guck mal. Das ist doch auch schön. Hier die ganzen schönen Linien, die hier jetzt entstanden sind. Das ist doch schon wieder ein Kunstwerk für sich. Es inspiriert mich. Ich ziehe hier gleich einfach noch mal ein paar Linien nach. Hier soll nämlich so ungefähr meine Alufolie hin. Du kannst wie immer auch einfach Reste nehmen. Die können auch so schön geknüllt schon sein. Und ja, die kannst du dann auf deinen Kleber raufbringen. Und ja, gerade bei dieser Arbeit jetzt kann ich so schön mich auch schon wieder auf meine Reise begeben an das Meer. Und schaue ich auf das glitzernde Meer und genieße meinen Kaffee und lasse meine Gedanken fliegen. Okay, es fliegt nicht so gut. Es soll auch genau da landen, also nicht so zufällig irgendwo hin, sondern genau da, wo der Kleber eben ist. Der Stein, auf den ich da morgens saß, war so in so Sandfarben, aber natürlich sind da auch immer wieder Schattierungen in den Steinen drin. Noch ein bisschen mehr Struktur haben und ziehe jetzt hier auch noch mal ein bisschen Paste mit drüber, damit ich nach unten auch noch ein bisschen Struktur einfach nachher auch betonen kann. Das finde ich immer ganz schön, denn da hier soll auch irgendwie so ein sandfarbener Ton nachher drüber, so dass ich immer das Gefühl auch von diesen schönen Stein und Strand habe. Auf den Farbton habe ich mich natürlich auch schon gefreut. So, dann lassen wir es jetzt noch mal richtig fließen. Darauf freue ich mich jetzt. Ja, das Wasser und überhaupt diese ganze Umgebung hatte immer viele Grüntöne und Türkistöne und Grau-Blautöne, also richtig schön. Und dann im Kombi mit diesem Sand fand ich das immer total inspirierend. Und deswegen ändere ich immer mal wieder die Farben, versuche jetzt die Farben alle mal so aufzunehmen und raufzubringen. Experimentiere hier halt und versuche halt das, was ich fühle, hier reinzubringen. Und das ist jetzt richtig cool. Das
gefällt mir ja richtig gut gerade. Also hier, diese kleinen Kleckse finde ich toll. Da auch irgendwie stehen lassen. Ich zeige dir das mal von nahen. Es sieht so cool aus, finde ich. Das, ja, hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. So schön wie ist das geworden. Den Farbton hier nochmal raufbringen. Funktioniert nicht, also nochmal Wasser dazu. So, jetzt aber. Kennst ja das Schütten auch schon aus so vielen Videos. Also es ist immer gut, wenn du es halt auch immer einfach mal machst. Und wenn du es wirklich mal gezielt einsetzen willst, dann bist du dir da einfach sicherer. Ja, das ist richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Einfach machen. Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Werk. Mit der Malsession bin ich sehr zufrieden und fühle mich sehr bewegt, dieses alles jetzt nochmal Revue passieren zu lassen, meine ganzen Erlebnisse, also diese schönen Momente in der Natur, diese Verbindung mit der Natur und das auch einfach alles genießen zu können. Das taucht halt beim Malen wieder auf, es taucht da auf, wenn ich jetzt auch auf das fertige Werk schaue, dann strahlt das eben genau diese Emotionen auch wieder, die ich die ganze Zeit gesucht habe, die ich versucht habe einfließen zu lassen, auftauchen zu lassen. Und ja, es wird mich jetzt stets daran erinnern. Und gerade wenn die Tage mal nicht so sind, dann schaue ich da drauf und die Sonne scheint, erinnert mich an die Zeit, die es halt auch gibt, die schönen Momente. Und ja, daran wird es mich dann erinnern. Also danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass wir hier so einen tollen Austausch haben. Und ich freue mich auf unseren Sonntag. Ich denke da jetzt schon dran, führe euch hier nochmal ganz kurz durch meine Räume. Und ja, das Werk war so ein bisschen die Anleitung auch für mich. Und ja, schauen wir hier nochmal kurz rein. Drehen dann einmal eine Kurve. Und wieder zurück. Also danke fürs Zuschauen. Die Sonne scheint. Ich freue mich und wünsche euch allen einen ganz schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
im Buch habe ich dir auch was zu dem Thema und Ausdruck geschrieben. Und da schau unbedingt nochmal rein. Also ich habe natürlich auch viel über Strukturen und wie du die Alufolie klebst, eine Übung, wie du den Spachtel hältst und alles. Aber natürlich ist ganz, ganz wichtig, wie kriegst du deine Geschichte in dein Bild? Also wie kriegst du deine Gefühle da rein, deine Ideen, deine Geschichten, das, was zu dir gehört. Da habe ich dir eben was geschrieben, da schau unbedingt nochmal rein. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir hier so eine tolle Gemeinschaft haben. Ich danke dir für deine Unterstützung. Also sei es in Form von Liken. Bitte like das Video. Dankeschön und auch für das Abo. Herzlichen Dank. Das unterstützt mich sehr. Und ja, auch für alle anderen Unterstützung. Danke für die Spenden. Danke auch für die Artikel, die du in meinem Shop erwirbst. Also darüber freue ich mich total. Ich freue mich, dass wir hier so eine tolle, großartige Gemeinschaft sind und alleine die tollen Kommentare. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Alles, jedes einzelne Stückchen, jedes einzelne Teilchen, das zählt hier sehr, sehr viel. Also Dankeschön. Tschüss.